Man schrieb das Jahr 1872. Die Mary Celeste, eine robuste Brigantine, bereitete sich auf eine transatlantische Reise vor. Sie war ein Schiff der Verheißung, beladen mit Waren und Träumen. Ihr Ziel Genua, Italien. Dort wartete eine Welt, die hungrig auf ihre Ladung rohen amerikanischen Alkohols war. Niemand ahnte, dass das Schicksal andere Pläne hatte. Am Ruder stand Kapitän Benjamin Briggs, ein erfahrener Seemann mit langjähriger Erfahrung. Er war ein Mann der See, respektiert von seiner Mannschaft und bewundert für seine Fähigkeiten. Mit ihm waren seine Frau Sarah und ihre kleine Tochter Sophia. Sie begleiteten ihn auf dieser Reise, auf der Suche nach Abenteuer und einem neuen Leben. Achtung, lieber Zuschauer, alle Szenen, Personen, Töne und Videos wurden komplett durch künstliche Intelligenz erstellt und ich habe keine Ahnung, ob die Charaktere im Video echt sind oder nicht, aber die Geschichte ist wahr. An diesem frischen Novembermorgen verließ die Mary Celeste den Hafen von New York. Die Luft war erfüllt von Spannung, als das Schiff an der Freiheitsstatue vorbeiglitt. Es war ein bittersüßer Moment für die Besatzung, die ihre lieben und vertrauten Ufer zurückließ. Die Besatzung bestand aus 7 erfahrenen Seeleuten, jeder mit seinen eigenen Geschichten. Sie waren ein abgehärteter Haufen, gewohnt an die Gefahren der See. Ihre vom Sonnenlicht und Salz gezeichneten Gesichter zeigten eine Mischung aus Aufregung und Beklommenheit. Die ersten Tage der Reise verliefen ohne Zwischenfälle. Die Mary Celeste segelte ruhig dahin, angetrieben von günstigen Winden. Die Besatzung fand sich in ihren Routinen zurecht. Ihre Tage waren vom Rhythmus der See bestimmt. Kapitän Briggs, ein gläubiger Mann, hielt täglich Gebete an Deck ab. Seine Frau Sarah schrieb fleißig in ihr Tagebuch und dokumentierte ihre Reise. Und die kleine Sophia, deren Lachen über die Wellen hallte, erfreute die Herzen selbst der abgebrühtesten Seeleute. Am 4. Dezember legte sich eine seltsame Stille über die Mary Celeste. Weder Lachen noch Arbeitsgeräusche waren von dem Schiff zu hören. Die gewohnte Geschäftigkeit des Alltags war verschwunden. Es war, als wäre das Schiff selbst in einen mysteriösen Bann geraten. Die See, sonst belebt von den Schreien der Möwen und dem Plätschern der Wellen, war unheimlich ruhig. Sogar der Wind schien den Atem anzuhalten, als erwarte er etwas Unheilvolles. Die Mary Celeste, einst ein Leuchtfeuer des Lebens, trieb nun ziellos dahin, ein Geisterschiff in den Weiten des Atlantiks. Abschnitt 5. Das Geisterschiff materialisiert sich. Am 5. Dezember sichtete ein anderes Schiff, die Dei Gratia, die Mary Celeste. Sie trieb ziellos in der Nähe der Azoren. Kapitän Morehouse von der Dei Gratia erkannte die Mary Celeste und versuchte, sie zu signalisieren. Er erhielt keine Antwort. Ein Gefühl der Vorahnung ergriff Kapitän Morehouse und seine Mannschaft. Warum war die Mary Celeste verlassen? Wo war ihre Besatzung? Das Meer hütete seine Geheimnisse und gab keine Antwort, sondern vertiefte das Geheimnis nur noch. Abschnitt 6. Der letzte Eintrag im Logbuch. Kapitän Morehouse schickte ein Enter-Kommando los, um Nachforschungen anzustellen. Was sich ihnen bot, war ebenso rätselhaft wie beunruhigend. Die Mary Celeste war in einem erstaunlich guten Zustand. Es gab keine Anzeichen eines Kampfes oder irgendwelche Schäden. Die Ladung war intakt. Persönliche Gegenstände lagen unberührt in den Quartieren der Besatzung. In der Kombüse stand noch Essen auf dem Tisch. Und, was am merkwürdigsten war, man fand das Logbuch des Schiffes, dessen letzter Eintrag 9 Tage zurücklag. Der Eintrag lautete schlicht alles wohl. Abschnitt 7. Die Untersuchung. Das Rätsel lösen. Die Nachricht von der Entdeckung der Mary Celeste jagte Schockwellen durch die Welt der Seefahrt. Wie konnte ein seetüchtiges Schiff, bemannt mit erfahrenen Seeleuten, einfach spurlos verschwinden? Es kursierten Theorien, eine abenteuerlicher als die andere. Einige flüsterten von Piraterie, aber die wertvolle Ladung des Schiffes war unberührt. Andere sprachen von Meuterei,
aber es gab keine Anzeichen von Gewalt oder Kampf. Das Geheimnis der Mary Celeste vertiefte sich, fesselte die Fantasie der Öffentlichkeit und stellte selbst die erfahrensten Ermittler vor ein Rätsel. Abschnitt 8: Gerüchte über Meuterei und Wahnsinn. Eine Theorie besagte, dass Kapitän Briggs, vom Stress des Kommandos in den Wahnsinn getrieben, seine Familie und seine Besatzung ermordet hatte. Dann, in einem Anfall von Geisteskrankheit, habe er die Mary Celeste in den Weg eines vorbeifahrenden Schiffes gelenkt, in der Hoffnung auf einen schnellen Tod. Eine andere Theorie ging davon aus, dass die Besatzung, angeheizt vom Alkohol aus der Ladung, in eine Schlägerei verwickelt war. Im darauffolgenden Chaos hätten sie sich entweder gegenseitig getötet oder seien über Bord gegangen und hätten die Mary Celeste ziellos treiben lassen. Abschnitt 9: Im Griff der Seeungeheuer. Die Weite des Ozeans mit seinen unergründlichen Tiefen und unberechenbaren Launen hat schon immer zu Geschichten über Seeungeheuer angeregt. Einige spekulierten, dass ein Riesenkalmar oder ein kolossaler Kraken, Geschöpfe aus Mythen und Legenden, die Mary Celeste angegriffen hatte. Sie stellten sich vor, wie das Ungeheuer aus dem Abgrund aufstieg, seine Tentakel das Schiff umschlangen und die verängstigte Besatzung in ein nasses Grab zogen. Das Fehlen jeglicher Schäden am Schiff ließ jedoch Zweifel an dieser Theorie aufkommen. Abschnitt 10: Verschollen in den Tiefen der Zeit. Trotz zahlreicher Untersuchungen und unzähliger Theorien bleibt das Schicksal der Mary Celeste und ihrer Besatzung eines der nachhaltigsten Seefahrergeheimnisse aller Zeiten. Das Schiff, einst ein Symbol der Hoffnung und des Abenteuers, wurde zu einer mahnenden Erinnerung an die Unberechenbarkeit der See. War es eine Riesenwelle, ein plötzlicher Sturm oder etwas Unheimlicheres, das die Mary Celeste ereilte? Fand die Besatzung ihr Ende in einem nassen Grab oder gelang ihnen die Flucht, nur um auf See verschollen zu gehen? Die Antworten, so scheint es, sind in den Tiefen der Zeit verloren. Abschnitt 11: Das ungelöste Rätsel der Mary Celeste. Die Mary Celeste ist ein Beweis für die nachhaltige Kraft des Mysteriums. Es ist eine Geschichte, die unter Seeleuten geflüstert wird, eine warnende Erinnerung an die Unversöhnlichkeit der See. Auch wenn sich uns die Wahrheit vielleicht für immer entziehen mag, so fasziniert und fesselt die Mary Celeste doch immer wieder aufs Neue. Ihre Geschichte erinnert uns daran, dass es auch im Zeitalter der Technologie und der Erforschung noch Geheimnisse gibt, die sich jeder Erklärung entziehen. Und so segelt die Mary Celeste weiter, nicht über die Wellen, sondern durch die Annalen der Geschichte, ein Geisterschiff, das für immer in Rätsel gehüllt ist.